Schön, dass du wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet hast. Heute gibt es bei uns die Hüsinger Torte. Das Rezept habe ich von einer lieben Bekannten bekommen und da wir aus der Region kommen, möchte ich natürlich euch auch diese Torte unbedingt zeigen. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch. Ihr braucht Mehl, Butter, Eier, Zucker, Abrieb von einer Zitrone, Backpulver und Salz. Als erstes gebe ich dann Butter, Salz, Zucker und Zitronenabrieb in die Küchenmaschine und werde das Ganze kurz verrühren. Als nächstes Backpulver mit dem Mehl vermischen und in die Eiermischung sieben. Den Teig gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche und werde mit meinen Händen den Teig zu einem festen Teig dann verkneten. Den Teig gebe ich in die Schüssel hinein, decke ihn ab und lasse es 30 Minuten im Kühlschrank stehen. Währenddessen kannst du die Füllung vorbereiten und dafür benötigst du Johannisbeermarmelade, Himbeermarmelade, gemahlene Haselnüsse, Ei, Sahne, Vanilleextrakt, Zucker, gemahlenen Zimt, gemahlene Nelken. Es geht auch direkt gleich weiter. Ich gebe alle Zutaten und Gewürze zu den Haselnüssen und vermische das Ganze. Sobald ich fertig bin, verteile ich dann die Mischung auf die Marmelade. Nach 30 Minuten 2/3 dann vom Teig für den Boden und Rand für die Form mit einem Durchmesser von 24 cm auskleiden. Darauf kommt jetzt die gemischte Marmelade.
Den restlichen Teig rolle ich aus und werde schöne Sternchen ausstechen und auf die Torte platzieren. Zum Bestreichen der Torte ein Eigelb mit Milch dann vermischen. Normalerweise bei der klassischen Hüsinger Torte macht man so ein Gitter. Ich habe jetzt hier Sterne, damit es einfach weihnachtlich aussieht. Den restlichen Teig nicht wegschmeißen, da kannst du zusätzlich noch kleine Plätzchen backen. Und so gebe ich die Torte in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 45 Minuten Ober-Unterhitze. Nach 45 Minuten ist die Torte auch fertig. Ich habe sie komplett jetzt abkühlen lassen und werde die dann noch mit Glitzerschnee bestreuen. Am besten ihr lasst die Torte dann ca. 1 bis 2 Tage ruhen, damit sich der Geschmack besser entfalten kann. Jetzt habt ihr die Hüsinger Torte dann auch kennengelernt. Viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr das nachgebackt habt, dann schickt mir ein Foto auf Instagram mit dem Hashtag #TuSKochtour. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!